Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Pablo und ich wollte mich einfach ganz kurz nochmal persönlich bei euch vorstellen, weil ich gesehen habe, dass wir ja jetzt schon die 100 Abonnenten geknackt haben. Dafür auch gleichzeitig vielen Dank. Genau, ich bin Pablo, 30 Jahre alt und begeistere mich für Armbanduhren, wie man bestimmt schon mitbekommen hat, wenn man das ein oder andere Video geschaut hat. Ja, als kleines Dankeschön für die 100 Abonnenten habe ich mir gedacht, ich mache ein kleines Gewinnspiel. Und zwar könnt ihr die Casio MTP mit Tiffany Dial gewinnen. Schöne Uhr, wie ich finde. Das Review dazu könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen. Die Uhr ist mittlerweile immer mal wieder ausverkauft im Casio Online-Shop. Also gibt immer mal Tage, ich gucke ab und zu mal rein und sie ist ab und zu mal vergriffen. Casio fügt auch immer wieder neue hinzu, also sie ist dann relativ zeitnah wieder bestellbar, aber ist auf jeden Fall nicht sichergestellt, dass ihr eine bekommt, wenn ihr eine haben wollt. Von daher habt ihr hier jetzt die Möglichkeit, die Uhr zu gewinnen. Ich habe die Uhr ein zweites Mal komplett original verpackt und ja, werde dieses Exemplar dann verlosen. Was ihr dafür tun müsst, ist einmal den YouTube-Kanal abonnieren, falls ihr es nicht schon getan habt, mich bei Instagram abonnieren. Den Namen werde ich jetzt hier gleich einblenden, hier oder hier. Und dann müsstet ihr als drittes unter dieses Video einmal kommentieren, wie ihr bei Instagram heißt, damit ich euch da dann anschreiben kann, falls ihr die Uhr gewonnen habt. Genau. Nehmt gerne teil, macht gerne mit beim Gewinnspiel. Und ja, ansonsten bleibt mir nichts übrig, außer euch einen erfolgreichen Start ins neue Jahr zu wünschen. Freue mich, wenn ihr weiterhin meine Videos guckt und fleißig kommentiert. Könnt mir auch gerne schreiben, welche Uhr ich mal als nächstes reviewen soll. Und ja, freue mich allgemein, wenn ihr mir weiterhin zuseht. Vielen Dank dafür und ja, jetzt ganz viel Spaß mit dem neuen Video. Macht's gut, ciao. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns eine Casio Vintage Uhr an, aus der Casio Vintage Kollektion. Ist natürlich nicht wirklich Vintage. Und zwar ist das die Uhr mit der Modellbezeichnung A168 WEM-2EF. Wieder eine sehr lange Modellbezeichnung, die Casio sich da ausgedacht hat. Wird in dieser ja, Papp- bzw. Kartonbox geliefert. Eine Metallbox gibt es erst in den höheren Preisklassen der Casio Vintage Kollektion. Das ist dann so ein kleiner, ja, kleine Metallschachtel. Aber bei diesen Einsteigermodellen gibt es dann nur diesen ja, kleinen Karton, mit dem die Uhr ausgeliefert wird. Auf der Rückseite, ich versuche es mal, achso, genau, wir müssen sie erstmal aufziehen. Hier sehen wir die Uhr dann auch schon. Wir können sie auch einmal kurz rausnehmen direkt. Aber bevor wir sie uns im Detail ansehen, ich lege sie mal kurz hier hin, gucken wir uns noch an, was sonst mitgeliefert wird. Ist nicht besonders spannend, aber wir schauen es uns trotzdem einmal an. Und zwar haben wir hier eigentlich nur noch die Bedienungsanleitung in dem Karton, eine Garantiekarte, die in diesem Fall sogar gestempelt ist, was man auch nicht immer bei jedem Uhrenkauf hat. Und ja, dann sind hier auch noch ein paar Hinweise zur Batterieentsorgung und so weiter drin, aber es ist alles jetzt nicht so spannend. Von daher lege ich die Packung jetzt erst einmal weg. Und wir schauen uns die Uhren genauer an. Und wie ihr schon sehen könnt, ist es eine Digitaluhr mit einem ja, Tiffany-Ziffernblatt, wenn man zumindest hier so drauf guckt, beziehungsweise das Licht so einfällt. Also das Ganze hat so eine ja, metallische Glanzoptik, sage ich mal. Mir fällt irgendwie keine bessere Bezeichnung dafür ein. Je nachdem, wie das Licht halt drauf fällt, haben wir entweder einen sehr türkisen Ton oder jetzt zum Beispiel auch so eine nahezu Spiegeloptik. Also es ist sehr viel los auf diesem Ziffernblatt, je nach Lichteinfall. Hier sieht das Ganze auch wieder etwas dunkler aus. Also ich glaube, wenn hierauf
Im Sommer die Sonne scheint, sieht das bestimmt sehr, sehr cool aus. Und genau, die Uhr befindet sich im Karton auf so einem Kissen. So wird sie ausgeliefert. Das Armband öffnet man über diese Schließe. Und ich würde sagen, wir beginnen wie immer damit, dass wir die Maße der Uhr uns einmal anschauen. Hierfür habe ich wieder meinen Messschieber parat und wir schauen uns zuerst einmal den Durchmesser an. Der beträgt hier handgemessene 35,3 mm und der Lack-to-Lack-Abstand beträgt bei diesem Modell 38,4 mm, handgemessen jetzt. Dann noch zur Gehäusehöhe, die beträgt 9,6 mm, also auch schön flach die Uhr. Das Armband hat eine Breite an der schmalsten Stelle von 14,8 mm, eventuell auch 15 mm. Also kann natürlich sein, dass der Messschieber auch ein bisschen daneben liegt. Und die Bandanstöße sind hier bei diesem Modell, ich muss es wahrscheinlich so messen, mit dieser Funktion des Messschiebers. Ja, es ist leider nicht so einfach mit einer Hand. Ein bisschen tricky. Ja, circa 18 mm sind die Bandanstöße lang. Ich denke aber, dass es wie bei anderen Casio Vintage-Modellen nicht so einfach sein wird, das Band zu wechseln, weil wir hier keine standardmäßigen Federstege haben, sondern das Ganze hier quasi so durchgeschoben werden muss. Und ich habe das in anderen Videos mal gesehen, es ist wohl nicht ganz so einfach, so ein Band zu wechseln. Es geht, aber da muss man ein bisschen Geduld und Fingerspitzengefühl mitbringen und vor allem ein sehr schmales Werkzeug, um die Stifte quasi hier aus diesen kleinen Löchern herauszudrücken. Aber es ist auf jeden Fall machbar. Ich finde aber erstmal, also wenn wir uns das Band als nächstes mal ein bisschen genauer anschauen, dass das sehr gut zu der Uhr passt. Man darf hier natürlich keine super massive Qualität erwarten in diesem Preisbereich. Also wir sprechen hier von einer Uhr mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 49 Euro, 49,90 Euro, irgendwie so rum, also knapp 50 Euro. Ich habe sie jetzt deutlich günstiger für circa 32 Euro kaufen können. Also sie ist immer wieder mal auch im Angebot, das Modell. Aber ja, für den Preis darf man halt, wie gesagt, nichts mega Tolles in Sachen Armband erwarten. Trotzdem finde ich, dass es einen guten Eindruck macht. Die Bandglieder sind wie in dieser Preisklasse üblich gefaltet, dass man hier, wenn die Kamera das scharf stellt, auch so sehen kann. Und ja, die Schließe der Uhr hat ein Casio-Logo eingraviert, was ich sehr schön finde. Sieht cool aus. Und ja, das Ganze wird dann hier unten beziehungsweise hier rüber geschlossen. Man hat hier so einen Haken an der Unterseite des Armbands, beziehungsweise auf der Oberseite, so rum, sorry. Der wird dann hier auf diesen Stift quasi eingehakt. So, jetzt ist das Ganze drauf und dann muss man das Ganze nur noch zudrücken. Und wenn das Ganze eingerastet ist, sitzt das auch sehr fest und ja, an sich wirklich ein einfaches System, wie bei vielen anderen Casio Vintage Uhren auch. Und ich finde es eigentlich ganz cool, weil es sehr einfach ist, das Ganze zu verstellen. Dafür müsst ihr nur in diesem Teil quasi diese Schließe
Einmal mit so einem kleinen, ich habe jetzt hier so einen Uhrmacher-Schraubenzieher bzw. Feinmechanik-Schraubenzieher hierfür. Geht aber auch zum Beispiel die Spitze von einem Messer oder so. Das Ganze einmal hier hochziehen. Dann könnt ihr es verschieben auf die gewünschte Position. Und dann müsst ihr es nur einmal mit einem etwas kräftigeren Druck wieder schließen. Da brauche ich jetzt den Daumen für. Und dann sitzt das Ganze wieder fest und lässt sich nicht mehr verrücken. Ja, so viel erstmal zum Äußeren der Uhr. Das Gehäuse ist jetzt hier vor der Kamera echt ein bisschen schwer einzufangen. Wir haben hier einmal den Casio-Schriftzug hier oben. Dann steht hier die Angabe zur Wasserdichte bzw. Water Resist, heißt in dem Fall spritzwassergeschützt. Ich habe es ja auch schon öfter erwähnt, ich würde mit so einer Uhr definitiv nicht schwimmen gehen, auch nicht mich unter die Dusche stellen. Also für die alltäglichen Situationen wie Händewaschen etc. Ist das auf jeden Fall kein Problem, aber schwimmen gehen und duschen sollte man in keinem Fall mit einer solchen Uhr. Hier unten steht dann noch Illuminator. Das ist quasi die Bezeichnung der Hintergrundbeleuchtung, die wir hier links oben auslösen bzw. betätigen können. Ich werde euch gleich auch nochmal ein kleines Video zu der Beleuchtung einblenden. In der Dunkelheit, hier im hellen Licht wird man es sonst schwer sehen können. Ist auf jeden Fall eine, ich versuche es trotzdem mal hier einmal kurz. Ja, man sieht es sehr schlecht, aber es ist auf jeden Fall eine viel, viel bessere Beleuchtung als zum Beispiel bei der Casio F91W. Da war das Licht ja auch mehr so eine kleine Diode, die nur am linken Bildschirmrand für ein bisschen Erleuchtung sorgte, beziehungsweise Beleuchtung. Hier haben wir aber wirklich eine richtige Hintergrundbeleuchtung bei diesem Modell hier. Und das ganze Display wird schön ausgeleuchtet, was für eine Top-Ablesbarkeit im Dunkeln sorgt. Ja, dann schauen wir uns einfach einmal die Funktion der Uhr an. Ich habe die Uhrzeit jetzt vorher einmal kurz gestellt, aber ich zeige euch einmal, wie ihr in den Uhrzeit-Einstellen-Modus kommt. Dafür müsst ihr einmal vom Hauptmenü aus, in dem wir uns hier befinden, den Mode-Knopf betätigen. Dann sind wir im Alarmmodus. Ein weiteres Mal, dann sind wir im Stoppuhr-Modus. Und dann sind wir auch schon im Uhrzeit-Einstellen-Modus quasi. Dann könnt ihr hier über den oberen Knopf zur Stunden- und Minuteneinstellung hüpfen und das Ganze jeweils mit dem Knopf unten rechts verstellen. Hier sind wir in der Monatseinstellung 1 für Januar jetzt. Oben ist der Wochentag oben rechts. Und ja, hier ist nochmal die Wochentagsname. SA jetzt in dem Fall für Saturday. Und genau, so kommt ihr wieder in den Sekundenmodus. Die könnt ihr theoretisch auch verstellen, die Sekunden. Und wenn ihr das Ganze wieder verlassen wollt und eure Uhrzeit und das Datum eingestellt habt, müsst ihr einfach nur noch mal auf den Mode-Knopf drücken und ihr seid wieder im Hauptmenü. Also für alle, die schon ein bisschen Erfahrung mit Casio-Uhren haben, ist das nichts Neues. Aber ich denke auch für Laien relativ gut machbar, das Einstellen der Uhrzeit. Dann, genau, können wir uns einmal noch die Alarmfunktion anschauen. Ein Klick auf den Mode-Knopf aus dem Hauptmenü heraus bringt uns in den Alarmmodus. Hier haben wir die Möglichkeit, einen Tagesalarm einzustellen. Und hier, wie bei vielen anderen Casio-Uhren, die Stoppuhr, die wir hier unten betätigen können, unten rechts. Und da läuft sie dann auch schon. Ein weiterer Druck auf die Taste unten rechts stoppt die Uhr dann, beziehungsweise die Stoppuhr. Und oben links könnt ihr das Ganze dann wieder in die Nullposition bzw. Nullen. Und dann könnt ihr theoretisch die Stoppuhr wieder auslösen, stoppen und resetten. Ja, das sind quasi so die 3 Funktionen der Uhr. Zeitanzeige, was natürlich selbstverständlich ist.
Alarm und Stoppuhr. Und wenn man es noch dazu zählen will, die Lichtfunktion. So, dann erstmal genug geredet. Ich würde sagen, wir schauen uns die Uhr als nächstes am Arm an. Ich lege sie einfach mal um und dann könnt ihr euch selber mal so einen Eindruck von der Uhr verschaffen. Ich habe es jetzt auf meinen 17,5 beziehungsweise teilweise auch nur 17 cm Handgelenksumfang eingestellt. Und ich finde, dass die Uhr mit diesem schimmernden Ziffernblatt in Türkis und teilweise sind es auch Grüntöne, die dabei sind, also wirklich, wirklich cool ist, wenn man so drauf schaut. Es ist irgendwie wirklich so ein Tiffany-Dial-Ton. Dann hier sieht man wieder so ein bisschen diese Spiegeloptik. Und hier ist es fast, fast schwarz irgendwie, das Ziffernblatt. Also wirklich sehr vielfältig. Und ja, ich muss sagen, mir gefällt das sehr gut. In meinen Augen eine wirklich coole Sommeruhr. Ich habe es ja schon erwähnt, also ich stelle es mir wirklich toll vor, wenn hier die Sonne einmal drauf scheint im Sommer. Bestimmt ein schöner Hingucker und aus meiner Sicht sowohl für Männer und Frauen wirklich gut tragbar. Die Größe ist irgendwie universell, also wird auch auf viele Frauenhandgelenke super passen, aber genauso gut halt auch zu Männern und ja, von daher in meinen Augen wirklich eine Unisex-Uhr, die sich für alle, die Lust auf ein bisschen Farbe haben, super eignet. Und gerade für diejenigen, die auf der Suche nach einer Digitaluhr im Tiffany-Look sind, weil ich glaube, da gibt es außer dieser Casio hier nicht viele Alternativen, die mir bekannt wären. Es gibt noch ein, zwei G-Shock-Modelle in einem ähnlichen Farbton, aber die kosten dann natürlich auch ein paar Euro mehr. Und von daher, wenn ihr eine günstige Uhr im Tiffany-Look wollt mit Digitalanzeige, dann führt an diesem Modell eigentlich kaum ein Weg vorbei, würde ich sagen. Ja, ich denke, das soll es dann auch schon gewesen sein zu dieser coolen Sommeruhr, wie ich finde. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal und abonniert mich auch gerne bei Instagram, wenn ihr Lust auf Uhren, Bilder und Reels und Videos habt. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis demnächst, würde ich sagen. Macht's gut. Ciao.